den können wir auch direkt so auch nehmen. Das soll heute unsere Strukturmasse sein. Also die ist ja so ein bisschen körnig, der Kaffee, also das Kaffeepulver. Und das kannst du jetzt verteilen, aber wenn du es jetzt so drauf ziehst, haftet es halt nicht. Das kann man wieder runterwischen, auch wenn es trocken ist. Deswegen brauchen wir einen Kleber und ich nehme hier einfach meine Acrylfarbe, klatsche die einfach wieder ein bisschen drauf, gar nicht kompliziert. Nehme jetzt mein trockenes Pulver, also egal, du kannst das direkt nehmen aus dem Kaffeefilter, in die Farbe reinstreuen und schön verteilen. Und jetzt habe ich hier schon meine Strukturmasse. Ja, damit kann ich jetzt rumexperimentieren und mir die so ein bisschen zurechtwischen. So haftet das dann auch. Also so muss es jetzt auf jeden Fall dann erstmal trocknen, richtig trocknen. Und du kannst das einfach so machen, wie du willst. Und ja, es hat doch auch schon wieder was, wenn man jetzt nur so ein minimalistisches Werk haben will. Auch hierbei kann man jetzt schon wieder richtig abtauchen, finde ich. So, ich habe das jetzt einmal gefüllt. Sollte jetzt trocken sein, ja, lass das richtig trocknen, lass dir Zeit, denn ich will es ein bisschen laufen lassen. Auch hier oben ganz gut mit dem Abstrakten hier und dem runtergezogenen. Ja, jetzt die Farben habe ich hier auch gerade entdeckt. Ich wollte eigentlich mit Rot malen. Nehme ich aber erstmal einen anderen Rotton und mache das auch erstmal nass. Soll ja ein bisschen fließen hier. Die Farben mag ich auch voll gerne zusammen. Es hat immer sowas von Rost, finde ich. Ah, auch herrlich. Aber wo weniger Wasser ist, läuft es auch nicht so gut. Deswegen nehme ich jetzt das Palettenmesser und verstreiche das nochmal so ein bisschen. Ich muss auch noch ein bisschen aufpassen, weil das ja jetzt nicht ganz so trocken ist. Und sonst nehme ich mir meine Masse wieder runter. Deswegen streiche ich hier mal so ein bisschen. Mal den Braunton mit dazu, dann ist das da nicht so alleine. Dann nehme ich da so ein bisschen die Verbindung mit auf. So läuft, das ist so schön. Das sind immer tolle Effekte, finde ich. Da kann man auch immer schön zugucken, wie die Farbe so runterläuft. Gleich wieder ein bisschen den Tisch mit abwischen. Und dann tupfe ich hier auch noch mal ein bisschen rüber. Und dann wird richtig, die Farbe geht dann wieder richtig runter. Und das sind natürlich auch schöne Effekte, die man immer mal so reinbauen kann, finde ich. Und ja, ich inspiriere mich hier immer von dem nächsten Schritt oder von dem einen Schritt zum anderen. Und ständig tauchen neue Ideen auf. Weil irgendwie finde ich die hellen Farben hier ganz schön. Die gefallen mir. Und die Rosttöne finde ich toll hier drin. Die mag ich sowieso immer ganz gerne. Ja, ich finde es ganz gut, aber ich schwanke zwischen zwei komplett unterschiedlichen Malstilen, also zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Das ist natürlich kompliziert, weil ich jetzt hier nicht überlege lange, sondern einfach mache. Ja, auch das hat schon wieder was. Es hat auch immer wieder was. Aber ich glaube, ich mag den Farbton da nicht. Ich nehme den noch mal ein bisschen zurück. Also wer das mag, lass es so. Aber ich muss das ein bisschen reduzieren. Dann lasse ich das hier auch noch mal ein bisschen laufen. Dann kommt der obere Farbton noch mal runter.
Jetzt kann man es ganz gut sehen hier, wie die Farbe darüber läuft und was für schöne Effekte jetzt entstehen. Und das schafft nochmal so eine Verbindung auch. Ja, wenn man die Leinwand schief hält, läuft es auch schief. So, jetzt ja, kann ich ja nur den Tisch abwischen hier. Aber gut, das ist ja fast nur Wasser hier. Genau, und jetzt kann ich, glaube ich, gerade nichts machen. Jetzt muss ich das echt erstmal trocknen lassen. Ja, ich hatte hier oben ein bisschen die Farbe wieder runtergenommen. Es war ein Versehen, war noch nicht ganz trocken und das passiert halt, ist aber nicht schlimm. Und ja, du kannst das natürlich alles so machen, wie du magst. Und ja, auch die Farbtöne so aufgreifen, aber ich brauche ein bisschen Schnee. Jetzt kommt ein bisschen mehr Leichtigkeit rein hier. Ich merke das gerade bei mir. Die Stimmung geht, ja, wird so leichter. Und da könnte ich doch auch glatt noch ein bisschen kritzeln hier. Ich finde das ja auch immer sehr befreiend. Also auch mitten in der Malerei mal ein bisschen kritzeln. Dafür eignet sich das hier natürlich gut. Äste, Stöcker, die vom Wind runtergeflogen sind. Jetzt bin ich hier gerade so im Schwung. Kann ich nochmal neu starten im Prinzip. Nee, ein paar Highlights setze ich noch und dann komme ich ja auch erstmal wieder zum Ende. Es hat viel Spaß gemacht, total viel Spaß. Also ich war so ein bisschen hin und her immer wieder und meine ganzen Farben, die ich mir hingestellt hatte, ja, die habe ich am Ende gar nicht benutzt. Die ganzen Rottöne, es wird mir oft dann auch schnell zu viel. Aber so das jetzt finde ich gut, das erinnert mich an diesen Raureif, der jetzt noch so auf dem Laub teilweise liegt. Also das sieht so schön aus und das mag ich total gerne. Es hat jetzt was von, auch ein bisschen von der Landschaft, finde ich. Also auch hier gerade so wie Gräser, die da noch so überall durchscheinen. Die Rottöne haben so viel Wärme, also wie so ein Rost und so ein bisschen Kalk drauf. Also ja, ein toller Effekt, finde ich.
Ja, mein Kaffee ist jetzt kalt. Mach du dir jetzt deinen Kamin an, lass die Funken sprühen und hab eine ganz schöne Weihnachtszeit. Also schön, dass du hier bist und nimm jetzt mal ein paar warme Farben auf. Ja, wenn ich das Bild jetzt mir angucke, ist nochmal durchgetrocknet, die Farben sind schön aufgetrocknet, dann sehe ich da wirklich so ein Kamin knistern, draußen schneit es und man kuschelt sich so mit einer Tasse Kaffee an dem Malplatz und holt die Farben raus, die Plätzchen daneben und dann fängst du hoffentlich an zu malen. Und wenn nicht, spar dir es auf für nach Weihnachten, zwischen den Jahren. Vielleicht hast du da Zeit und kannst zu deinen Farben greifen. Also ich weiß, vor Weihnachten haben viele ja nicht so viel Zeit. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist, mit mir jetzt chattest wahrscheinlich oder aber noch einen lieben Kommentar unter das Video schreibst. Das lese ich auch alles und freue mich immer voll. Und danke dir ganz herzlich dafür. Jetzt wünsche ich dir eine ganz schöne Weihnachtszeit. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Unterstützung. Ob das Like ist, ob es der Kommentar ist, das Abo, dass ihr die Tassen bestellt habt. Ich freue mich so. Und auch die positiven Bewertungen, wenn ich das lese, auch auf meinem Blog, wenn ich das lese, ist einfach so toll. Also Dankeschön und hab jetzt eine ganz schöne Weihnachtszeit. Tschüss!